Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung und wer die Location kennt, weiß, dass ich wieder in Kalifornien bin. Und zwar der A350-Auftrag vor dem Aus bei United. Da gibt es nicht nur Probleme mit Airbus, manchmal mit den Fluggesellschaften, sondern mit dem Triebwerkshersteller. Wir wissen, dass er spätestens seit Emirates, dass man mit Rolls-Royce unhappy ist. Ja, Swiss 220-100, die Zwangspause, gucken wir uns nochmal genau an. Die Swiss kann eventuell Flugzeuge einsetzen. Dann haben wir einen Deal von amerikanischen Kreditkarten, um euch nochmal zu zeigen, dass man Punkte bekommen kann, die man in Deutschland normalerweise nicht bekommen kann, mit amerikanischen Kreditkarten, und zwar mit Chase zu Virgin Atlantic. Merit verbessert die Elite Bonusnächte, das ist eine Kette, bei die das betrifft, oder eine Submarke, egal wie man das nennen möchte, die am Ende des Tages nicht so in Deutschland gibt. Deshalb, aber trotzdem ist eine Verbesserung. Und dann natürlich Lufthansa. Kommen die wieder zurück in den DAX? Gucken wir uns auch genau an. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch immer wieder dann auf School zu kommen. Ja, United versus Rolls-Royce, so können wir uns das sagen. Die 350-1000er sind ja lange im Gespräch gewesen bei United, dass sie die Flugzeuge bekommen. Man hat die Bestellung in 2009 gemacht durch United, 25 Stück. 350-900er, hat dann die Bestellung auf 350-1000er geändert, und zwar in 2013 35 Stück. In 2017 erweiterte man den ganzen Spaß auf 45 Maschinen und dann gab es den Rückwechsel auf 350-900. Dann gab es 175 Millionen Anzahlungen für die Triebwerke bei Rolls-Royce. Und im Dezember 2025 sagt man bei United, nee, wir wollen Knete zurückhaben von Rolls-Royce. Man macht Rückforderungen geltend. Und Rolls-Royce kündigt mal Vertrag und wirft United Vertragsverletzung vor. Ja, United spricht vom Vertragsbruch durch Rolls-Royce und fordert die Anzahlung zurück. Und dann geht es natürlich weiter. Rolls-Royce habe keine Zahlung geleistet, den entsprechenden Vertrag mit United gekündigt und werft der Airline seinerseits Vertragsverletzung vor. Das ist eine Pflichtmitteilung der United, weil wie immer in den USA muss man natürlich, wenn man eine börsennotierte Veranstaltung ist, solche Sagen nehmen. Rolls-Royce kontert natürlich und sagt ganz klipp und klar, wir haben von dem Vorgang Kenntnis und sind von unserer Position überzeugt. Das sagte ein Sprecher von Rolls-Royce. Ja, was ist das Problem bei dem ganzen Vertragsgewirr? Was könnte da das Thema sein? Wir können nur vermuten, weil man da natürlich nichts Genaues weiß. Man sagt aber Preis und Konditionen, Nachverhandlungen, Lieferverzögerungen, Anpassung vielleicht bei den Stückzahlen, strategische Neuausrichtung für United, politische, industriepolitische Erwägungen, heißt also Boeing gegen Airbus. Man bereut vielleicht, dass man Airbus gekauft hat, und dann kann man am einfachsten gegen Rolls-Royce vorgehen. Und was genau der Vertragsbruch ist, das ist mir auch ehrlicherweise jetzt nicht ganz so klar, außer eventuell Lieferzeiten. Und es fehlen auch einige Hintergründe, aber da kann man deshalb leider nur spekulieren. United plant also aktuell ohne den 350er Zulauf. Man hat die aus der Liste gestrichen. 777-9er will man vielleicht haben, man weiß es nicht. Die 777-200er Extended Range Flotte, die altert ja massiv. Und der 350er verkauft sich trotzdem gut. Deshalb ist es für Airbus eigentlich egal, weil die Leute warten ja einfach, die Flugzeuge zu bekommen. Und United-Chef Scott Kirby hat ja 2025 noch von guten Konditionen gesprochen. Was bedeutet das? Also United kann Kapazitätsprobleme bekommen, weil ja Boeing auch nicht wirklich liefern kann, muss man ja ehrlicherweise sagen. Denn die Programmverzögerungen bei Boeing erhöhen ja den Druck auf alle. Und der Image-Schaden könnte natürlich problematischer sein als der finanzielle. Wir haben das ja gesehen bei Qatar, die ja meinten, sie könnten Airbus da in die Ecke drängen, aber haben dann irgendwie den Schwanz zwischen die Beine eingeklemmt und sind dann wieder gegangen. Ja, ist das Vertragskonflikt oder ist das eher einfach ein Ausstieg aus den 350ern, weil man möchte wieder Buy American machen? Da könnt ihr ja eure Meinung zu sagen. Die 220-100er sind ja in der Zwangspause, man wollte ja nur mit 300ern fliegen. Man legt ja 9 A220er 100er still bis 2027. In 2026 sind nur noch 3 Maschinen im Einsatz, denn man möchte die Triebwerke auf den 220-300er nutzen, weil sie dort mehr Geld erwirtschaften können. Und London City wird durch Helvetic Airlines ersetzt.
Die Triebwerksengpässe bei Pratt & Whitney sind natürlich der Hauptgrund, das GTF-Triebwerk. Dann die kleine Teilflotte hat natürlich auch nicht eine große Wirtschaftlichkeit, wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, es gibt ja die 300, die sind ja jetzt nicht so schlimm. Und die Skaleneffekte sind halt aber dann trotzdem am Ende des Tages 220 300er positiv. Denn der A220-100 hat nur 125 Sitze, hat halt dieses steile Profil, dass man in London City starten und landen kann. Deshalb hat man die Bude zugelegt. Und die Premium-Route wird halt durch das Outsourcing gesichert. Ja, ist die 100er, die A220-100er immer noch ein sinnvolles Modell oder ist das ein Flugzeug, wo ihr sagt, nee, das ist so. Und auch bei dem 220er gehen die Zeichen ja eher auf die 500, also auf die höhere Kapazität. Lufthansa, DAX, ja, ein altes, leidiges Thema. 20% Kursanstieg seit September. Ich mache wie immer keine Aktienberatung. Gute Chancen auf Rückkehr in den DAX 40, möglicher Austausch mit wem? Mit Zalando, und die Landesbank Baden-Württemberg sagt, das ist eine positive Bewertung. Damit hätte man, wenn man in den DAX zurückkehrt, wieder bei Lufthansa mehr internationale Sichtbarkeit. Mehr Leute würden die Aktien kaufen, weil man die im Portfolio haben möchte. Hat eine höhere ETF-Nachfrage und natürlich das 100-jährige Jubiläum ist eventuell auch wichtig dafür, dass man das Prestige-Thema bekommt. Ja, wird Lufthansa nachhaltig im DAX bleiben oder ist das nur eine Momentaufnahme? Und dann geht es bei Merit weiter, die verbessern die Earnings. Änderung ab dem 12. Februar 2026, also ist jetzt quasi schon aktiv. Elite Night Credit von 1 auf 3 Nächte, also von 1 auf pro 3 Nächte. Also das heißt, es wird pro Nacht jetzt eine Nacht und nicht für 3 Nächte nur eine. Und Punkte von 2,5 US-Dollar gibt es jetzt 5 Punkte pro US-Dollar, den man ausgibt. Und zwar sind das die Executive Apartments. Ja, ich habe persönlich noch nie ein Executive Apartment von innen gesehen. Aber man sieht, es gibt auch Verbesserungen. Die Langzeitaufenthalte werden attraktiver. Die Earn-Struktur wird wieder etwas einheitlicher. Aber das ist ja das, was ich beim Marriott immer wieder kritisiert habe, dass sie so ein, ja, man weiß immer nicht, worauf man sich einlässt. Man muss halt immer wieder da in irgendeiner Art und Weise erstmal gucken, welche Marke, welche Rechte, welche Statusvorteile habe ich. Ja, sollte Marriott die Earn-Vorteile alle vereinheitlichen oder was ist eure Meinung? Und dann haben wir noch ein Thema US-Kreditkarten, passend zu dem, dass ich in Kalifornien bin. Chase hat eine Promotion, dass man die Ultimate Rewards Punkte von Chase, die man dort sammelt, das ist wie American Express Punkte, 40% bis 28. Februar bekommt, wenn man sie zu Virgin Atlantic Flying Club überträgt. Aber die haben dynamische Erwartpreise, denkt dran. Business Class oft sehr teuer, 300 Punkte, also 300.000 Punkte plus $600. Und natürlich hat man öfters diese Webseitenfehler, die man bei Virgin halt leider kennt. Ja, ANA Partnerflüge, SkyTeam Partner und spezifische Sweet Spots sind die sich lohnen. Also durchaus für den einen oder anderen interessant, weil das sind Punkte, die wir nicht oft bekommen können. Und sagt ihr, sind die Transferbonne echte Option oder ist das halt einfach nur wieder so ein Chase-Marketing-Gag, weil man wieder einen Partner promoten wollen? Oder vielleicht haben sie zu viele Punkte gekauft und wollen sie gerade loswerden. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ich bin mal gespannt, wie ihr die Frage beantwortet. Mit der Lufthansa natürlich, bleibt Lufthansa dauerhaft im DAX drin und dann natürlich last but not least wird der A220-100 langfristig verschwinden. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine tolle Zeit in Deutschland. Ich habe hier vom Wetter her leider keine Sonne, aber ich hoffe, dass die bald kommt. Also bis dann, ciao, ciao und bis zur nächsten Sendung.